Ja, ihr habt richtig gelesen. Es gibt tatsächlich einen neuen T-Rex, aber der Titel ist trotzdem ein bisschen Clickbait. Es handelt sich nämlich hierbei nicht um einen Dinosaurier. Vor ein paar Tagen kam die Pressemitteilung raus, dass ein neuer T-Rex beschrieben wurde. Es handelt sich hierbei um Tylosaurus rex, einem Meeresreptil. Und gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Papers wurde dieses Tier tatsächlich auch als spielbarer Charakter in dem Spiel Path of Titans veröffentlicht, was es so, glaube ich, bisher auch noch nie gab. Ich habe mir das Paper für euch durchgelesen und es handelt sich hierbei um einen 80-Seiten-Brecher, also ein wirklich sehr, sehr langes Ding. Der Großteil davon ist allerdings Taxonomie. Also das Paper beinhaltet nicht nur die Beschreibung von dieser neuen Art, sondern es ist so eine generelle taxonomische Einordnung von Tylosauriern bzw. den Mosasauriern, weil es das so ausführlich bisher eben noch nicht gab und das wurde jetzt halt einfach so in einem Rutsch gemacht. Das heißt, der Großteil davon ist einfach nur eine Beschreibung von irgendwelchen Knochenmerkmalen. Das lasse ich jetzt hier mal weg. Das ist auch nicht wirklich interessant. Das ist nur relevant, wenn man halt selber dann irgendwie an Tylosauriern oder Mosasauriern arbeitet. Dann kann man auf so eine Arbeit zurückgreifen. Aber die Kerninfo hiervon ist halt einfach die Beschreibung von diesem neuen Meeresreptil. Meeresreptilien gab es damals so einige. Wir sind hier in der Gruppe der Squamata, also die eigentlichen Echsen, beziehungsweise so ganz berühmt so Eidechsen, was man heutzutage halt auch noch kennt. Am nächsten verwandt waren diese Mosasaurier mit den heutigen Waranen und Schlangen. Vermutlich eher mit den Waranen, aber die Waranen und Schlangen kann man so grob den anderen Echsen gegenüberstellen. Und damit sind wir immer noch innerhalb der Reptilien, aber so ziemlich so weit entfernt von den Dinosauriern, wie es innerhalb der Reptilien nur geht. Also auch wenn uns da Jurassic World vielleicht was anderes erzählen will. The three dinosaurs they need are Mosasaurus. Es handelt sich hierbei nicht um einen Dinosaurier. Da das hier aber der Echsenhammer ist und nicht der Dinosaurierhammer, wollte ich diese Art aber trotzdem kurz besprechen. Die Familie der Mosasaurier lebte vor ca. 94 bis 66 Millionen Jahre, also wir sind hier wirklich in der späten Kreidezeit, bis hin zu diesem Massenaussterben durch den Asteroiden. Verbreitet waren die Mosasaurier im Prinzip überall auf der Erde, in Europa, Asien, Neuseeland, Afrika, in der Antarktis auch, aber tatsächlich auch im Western Interior Seaway. Das ist ein Binnenmeer, was sich tatsächlich in Nordamerika befand. Also die Weltkarte der Kreidezeit kann man sich ungefähr so wie die heutigen Kontinente auch vorstellen, aber wir haben eben wirklich in der Mitte von Nordamerika dieses riesige Kreidebinnenmeer gehabt, welches Nordamerika in eine Ost- und Westhälfte unterteilte und in diesem Meer lebten unter anderem auch diese Mosasaurier, was auch der Grund dafür ist, dass wir so viele Fossilien von Meeresreptilien mitten in der Wüste von Texas oder sowas finden. Die Mosasaurier verbrachten ihr gesamtes Leben im Meer. Also sie hatten jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwie am Land zu gehen, wie man das zum Beispiel von Schildkröten kennt, dass die dann für die Eiablage so am Strand herumkriechen. Dafür waren die Knochen von den Tieren wahrscheinlich viel zu schwach und auch mehr durch Knorpel zusammengehalten. Deswegen waren sie auch lebend gebärend. Also diese Tiere brachten vermutlich immer nur ein Jungtier nach einer sehr langen Austragungszeit zur Welt. Und ernährt haben sie sich wahrscheinlich sehr generalistisch. Also es sind sogenannte Makroprädatoren. Das heißt, die haben alles gefressen, was irgendwie in ihr Maul passte. Und die haben auch nicht davor zurückgeschreckt, Beute anzugreifen, die sogar viel größer ist als sie selber. Also da war dann wirklich alles dabei, von Tintenfischen über Fischen, Schildkröten, andere Meeresreptilien, teilweise sogar Artgenossen. Also Kannibalismus ist bei diesen Meeresreptilien auch tatsächlich nachgewiesen worden. Bei den Mosasauriern sind insgesamt 4 Unterfamilien bekannt. Da haben wir die Mosasaurinae, also wo man dann halt auch diesen berühmten Mosasaurus hat, den man dann zum Beispiel aus Jurassic Park kennt. Oder Jurassic World. Pleoplateocarpinae, die Tylosaurinae, über die wir heute sprechen werden, und noch die Halisaurinäen. Die Tylosaurinäen oder Tylosaurier zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen zahnlosen Fortsatz an Ober- und Unterkiefer haben. Warum genau dieser Bereich zahnlos war, weiß man nicht genau. Man vermutet allerdings, dass dort wahrscheinlich Sinnesorgane Platz fanden, wie man sich das zum Beispiel auch bei heutigen Haien vorstellen kann. Und eine besonders große Spezies von Tylosauriern wurde jetzt als Tylosaurus rex beschrieben, die vor ca. 80 Millionen Jahren lebten. Ein ganz wichtiger Punkt, den auch die Autorin Amelia von diesem Paper immer wieder betont, ist, dass es sich hierbei nicht um eine neue Ausgrabung handelt. Also das Knochenmaterial, was vom Tylosaurus rex gefunden wurde, das lag jahrzehntelang im Museum. Gefunden wurde das Material 1997 in Texas. Damals wurde das Material dem Tylosaurus proriger zugeschrieben und dann halt einfach in irgendeine Schublade gepackt und vergessen, bis dann die Amelia innerhalb ihrer Doktorarbeit dann auf dieses Material aufmerksam wurde
und gemerkt hat, dass die Zähne von diesem Tier doch ein bisschen anders aussehen, als sie es von den anderen Tylosauriern kennt. Und so fingen sie an, das Ganze genauer unter die Lupe zu nehmen. Unterschiede wurden damals zwar auch schon festgestellt, aber die wurden dann mehr auf die Ontogenese geschoben. Was genau es damit auf sich hat, dafür könnt ihr euch einmal eins meiner letzten Videos anschauen. Habe ich euch auch hier irgendwo verlinkt. Da geht es um den Nanotyrannus und die Ontogenese spielte auch eine riesengroße Rolle bei der Debatte darum, ob Nanotyrannus einfach nur ein junger Tyrannosaurus Rex ist. Also die Probleme, die wir da schon hatten, die sind dann hier im Fall Tylosaurus auch wieder aufgetaucht. Man sieht, Ontogenese ist ein sehr schwieriges Thema. Die Autorin hat jetzt allerdings das Material von dem Tylosaurus proriger dann sich etwas genauer angeschaut und dann hat einfach Unterschiede festgestellt, die man jetzt nicht auf die Ontogenese schieben kann. Und dann ist sogar noch ihr ein zweites Exemplar aufgefallen, welches Bunker genannt wird. Ein extrem großes Fossil, welches ebenfalls Merkmale aufweist, die nicht mit den anderen Tylosaurus proriger Exemplaren übereinstimmen. Dadurch kam die auf die Idee, dass es sich hierbei sehr wohl um eine andere Art handeln muss. Diese Merkmale sind zum einen eine verstärkte Nacken- und Kiefermuskulatur. Also diese Spezies war sehr wahrscheinlich deutlich kräftiger als die anderen Tylosaurier. Außerdem haben wir auch enorme Größenunterschiede. Tylosaurier sind normalerweise so 4 bis 9,5 Meter lang. Bei dem Tylosaurus Rex allerdings haben wir Exemplare, die fangen bei 8 Metern an und können sogar über 13 Meter lang werden. Damit ist Tylosaurus Rex vermutlich gleich auf mit dem Mosasaurus. Der Holotyp für Mosasaurus hoffmanni ist allerdings deutlich unvollständiger, als das jetzt beim Tylosaurus Rex der Fall ist. Also hier haben wir wirklich sehr, sehr vollständiges Material. Und bei einer Schädellänge von 1,70 Meter ist dieser tatsächlich sogar um 20 Zentimeter länger als der vom Tyrannosaurus Rex. Also es ist wirklich ein enorm großes Tier gewesen. Hier kann man das auch nochmal sehen. Links im Bild ist die Autorin Amelia Siedlow, wie sie neben dem Schädel liegt. Und rechts im Bild sieht man dann nochmal mich, wie ich im Prag vom Modell von Karl dem Großen stehe. Dieser T-Rex heißt tatsächlich so. Also wir sind hier wirklich an der absoluten Obergrenze, was so einen Predator betrifft. Wir sind immer noch nicht bei dieser Größe, die Jurassic World uns erzählen will von dem Mosasaurus. Also der kommt ja schon fast an den Blauwal ran. Das ist komplett übertrieben. Aber dennoch, 13 Meter sind nicht zu verachten. Das ist ein wirklich großes Tier gewesen. Neben dieser Größe und der verstärkten Muskulatur sind beim Tylosaurus Rex auch die Zähne auffällig. Und das ist ja für mich besonders interessant, da ich mich ja in meiner Arbeit mit Theropodenzähnen beschäftige. Und dieser T-Rex hier hat jetzt die Besonderheit, dass diese Zähne eine Zahnoberfläche aufweist, die es so nicht bei anderen Meeresreptilien gibt, aber sonst von terrestrischen Theropoden bekannt ist. Bei Theropoden ist es nämlich so, dass die Vorder- und Rückseite des Zahns sogenannte Denticles aufweist. Also das sind Sägungen, die dem Tier einfach dabei helfen, Fleisch aus der Beute herauszureißen, wenn es eben in diese reinbeißt. Also sowas wie ein Steakmesser kann man sich das vorstellen. Es gibt da auch Ausnahmen, ne? Wir kennen alle die Spinosaurier, die haben diese Sägungen oder Denticles nicht mehr, weil das anscheinend ein Vorteil ist, wenn es darum geht, Fische zu fangen. Und deswegen ist das auch eher unüblich bei Meeresreptilien. Beim Tylosaurus Rex hingegen tauchen wieder solche ähnlichen Strukturen auf. Hier kann man die jetzt nicht wirklich als Denticles bezeichnen. Auf dem Bild erkennt man, dass es mehr so Einschneidungen sind. Also die Autoren sprechen hierbei auch von Crenulations, also Einkerbungen, anstatt von Serrations, also nicht diese Sägungen, die man von den Theropoden kennt. Warum genau jetzt diese Einkerbungen da sind, ist nicht vollends geklärt. Es kann einfach sein, dass es die Tylosaurier-Variante von diesem Steakmesser ist. Oder es hat einen ganz anderen Grund, der ist uns aber dann bisher noch nicht bekannt. Ich persönlich finde aber, das passt ganz gut zu dem Bild, was uns von diesem Tier gemalt wird. Also vor allem auch mit dieser verstärkten Nackenmuskulatur. Und dass man halt weiß, dass dieses Tier sehr generalistisch war. Also wirklich alles Mögliche, was Fleisch enthält, gefressen hat. Da kommen diese Sägungen oder Kerbungen eigentlich ziemlich gut mit rein. Und ich kann mir vorstellen, dass es dabei geholfen hat, einfach noch breit gefächerter bei der Beuteauswahl aufgestellt zu sein. Wie auch eben schon erwähnt, wurde das Paper zusammen mit einem Update für Path of Titans rausgebracht. Die Autorin Amelia Siedlow, die hat sowieso schon mit Alderaan Games zusammengearbeitet, um deren Tylosaurus-Modell
zu unterstützen und die wissenschaftlich zu beraten. Und dann kam einfach die Idee auf, hey, wenn man sowieso schon an einer neuen Art arbeitet, kann man die auch gleich mit ins Spiel aufnehmen. Finde ich sehr schön. Dadurch haben wir ein sehr aktuelles und wissenschaftlich akkurates Bild von dem Tylosaurus, welches wir uns halt jetzt hier anschauen können. Ich finde, das ist eine wunderbare Idee, so etwas ein bisschen mehr in die Popkultur mit einzubringen und die Leute darauf aufmerksam zu machen. Außerdem ist ja der Elefant im Raum, dass wir jetzt noch einen T-Rex haben. Die meisten Leute werden wahrscheinlich nur den König der Dinosaurier kennen. Aber mit Tylosaurus Rex haben wir jetzt über 10 Tiere, die man als T-Rex bezeichnen kann. Und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen habe ich einmal jetzt für euch hier die Liste. Tyrannosaurus Rex, Tylosaurus Rex, Tyrannosaurus Rex, Tachyuryctes Rex, Toristella Rex, Trialeurodes Rex, Tropidoptera Rex, Tyrannopdella Rex, Tyrannoctonius Rex, Tyrannomolpus Rex und Tyrannomyrmex Rex. Der Großteil davon sind einfach nur irgendwelche Insekten. Aber ich finde, bei Tylosaurus Rex ist der Name jetzt wirklich angebracht, weil es einfach sehr passend ist, dass das hier jetzt der König der Tylosaurier ist. Dieses Paper beschreibt also phylogenetische Merkmale von Mosasauriern im Allgemeinen, auf das sich jetzt in Zukunft Wissenschaftler immer wieder beziehen können, was sehr gut ist. Es nennt Tylosaurus Rex als neue Art, welche gigantische Ausmaße erreichen konnte und seinem Namen als König der Tylosaurier alle Ehre macht. Und neben der enormen Größe besaß T-Rex eine extreme Nacken- und Kiefermuskulatur und gesägte Zähne, was ihn zu einem Top-Predator der Meere der Kreidezeit machte. Das Paper habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt, falls ihr euch selber diese 82 Seiten pure Taxonomie antun wollt. Es ist zum Glück Open Access, also man steht da nicht hinter irgendeiner Paywall, wie das häufig bei Papern leider der Fall ist. Ansonsten sind da auch sämtliche Links zu anderen Videos von mir. Folgt mir auch gerne auf Instagram, habe ich da unten auch verlinkt. Und lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, ciao.